Hallo, wie geht es euch? Willkommen beim Ecom Videocast im Juni. Der Juni ist ja in Japan die Regenzeit, das heißt, man muss oft den Regenschirm mitnehmen und Regenkleidung tragen. Aber in Deutschland ist der Juni der Beginn des Sommers und die Leute freuen sich darauf, dass sie endlich richtig aus ihren Häusern und Wohnungen rausgehen können. Und da habe ich zwei besondere Themen heute für euch. Und zwar möchte ich euch einmal die Musikfestivalzeit vorstellen, die in Deutschland im Juni beginnt, im Seasonal Talk. Und im Culture Talk möchte ich euch gerne einen besonderen Wohnstil vorstellen, den die Deutschen gerne machen. Das ist die Wohngemeinschaft. Vielleicht habt ihr davon schon einmal gehört. Also, los geht's! Im Juni wird das Wetter in Deutschland endlich richtig sommerlich und die Leute fangen an, sich auf die Sommerferien zu freuen. Aber die beginnen meistens erst Ende Juni oder im Juli. Aber das besondere Highlight im Juni ist für die Deutschen die Festivalzeit, die Open-Air-Festivalzeit beginnt. Da gibt es ganz verschiedene von zum Beispiel Rock oder Pop oder Klassik oder auch Country oder Jazz. Für die verschiedensten Musikrichtungen gibt es diese Festivals, aber natürlich kann man nur im Sommer auch ein Open-Air-Festival daraus machen, weil endlich das Wetter gut geworden ist. Wie verbringen also die Deutschen diese Festivals überhaupt? Viele dieser Festivals finden an 3 Tagen statt, also von Freitag bis Sonntag. Und dafür müssen die Besucher natürlich auch irgendwo übernachten. Und wie machen die Deutschen das gerne, weil sie so gerne in der Natur sind? Sie kommen zum Campen. Die Festivals sind meistens auf dem Land, diese 3-tägigen Festivals, weil man viel Platz braucht, weil so viele Besucher kommen. Zum Beispiel gibt es sehr bekannte Festivals in Deutschland, das Hurricane Festival, das Southside Festival, Rock am Ring, Rock im Park. Das sind ganz große Festivals, wo zwischen 50.000 und 70.000 Leute zu Besuch kommen, die dann alle campen wollen. Das ist wie eine richtige Campingstadt. Und was machen die Leute zwischen diesen ganzen Zelten? Also dort schlafen sie natürlich nur, aber sie machen auch gerne Barbecue. Und da diese Festivalzeit ja so was Besonderes ist, lassen sie sich gerne auch mal was Besonderes einfallen und bauen ihr Auto zu einem Barbecue-Grill um. Hier ringsherum sitzen dann die Leute, essen ihre Würstchen, trinken ihr Bier, unterhalten sich und zwischendurch gehen sie zum Festivalgelände und dann schauen sie sich ein paar Bands an. Die Bands bei diesen großen Festivals sind sowohl internationale Bands als auch deutsche Bands. Und viele Leute interessieren sich nur für einige Bands und gehen manchmal auf den Campingplatz zurück und manchmal wieder auf das Festivalgelände. Auf dem Festivalgelände gibt es natürlich auch viele Stände, wo man essen und trinken kann. Und meistens gibt es sogar einen Bungee-Jumping-Turm. Das heißt, während auf der Bühne die Musiker spielen, sieht man, wie die Festivalbesucher von diesem Bungee-Jumping-Turm runterspringen und ja, sie können beim Springen sich noch das Konzert angucken. Also das ist, finde ich, eine ganz gute Tradition mit dem Bungee-Springen. Leider ist es aber bei den Festivals auch manchmal so, dass im Juni das Wetter noch nicht so gut ist und es doch noch ein bisschen kalt ist und es plötzlich ganz doll regnet. Da aber diese Festivalorte auf dem Land sind und es dort der Boden besteht aus Sand oder aus Erde, wenn es dann regnet und 70.000 Menschen über diesen Boden laufen, dann wird das ordentlich matschig und schmutzig. Aber das interessiert die Deutschen gar nicht. Auch dafür haben sie eine lustige Tradition gefunden. Und zwar gehen sie Schlammbaden. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist bei einem Musikfestival. Es hat die ganze Zeit geregnet und die Leute haben viel Geld dafür bezahlt, die Musiker zu sehen. Also haben sie sich einen Spaß gemacht und sind in diesen matschigen Boden gesprungen und haben da drin gebadet und sind voller Schmutz und ziehen aus Spaß andere Leute auch mit in diesen Matsch rein. Das ist natürlich ziemlich ekelhaft, aber es gibt auf diesen großen Festivalgeländen immer Duschen, dass sie sich wieder sauber machen können. Und worüber ihr euch nicht wundern dürft, die Eintrittskarte bei diesen Festivals sind diese Armbändchen. Das ist in Deutschland fast ein Kult und eine Tradition geworden, mit diesen Armbändchen den ganzen Tag rumzulaufen und sie auch nach den Festivals nicht mehr abzunehmen. Und viele sammeln diese Bändchen über viele Jahre. Also wenn ihr mal in Deutschland seid und Leute mit diesen Bändchen seht, dann wisst ihr, das sind Leute, die immer zu diesen Musikfestivals gehen und vielleicht im Schlamm baden und zum Bungee-Jumping gehen.
Ja, ich bin mal gespannt, wann ich in Japan Leute mit diesen Festivalbändchen am Arm sehen kann. Im Culture Talk dieses Monats möchte ich euch mal einen etwas ungewöhnlichen Wohnstil in Deutschland vorstellen. Habt ihr schon mal das Wort Wohngemeinschaft oder WG gehört? Das ist das. Und zwar, das ist besonders bei jungen Leuten in Deutschland sehr beliebt, aber eigentlich auch in allen Generationen vertreten. Eine Wohngemeinschaft bedeutet, dass mehrere Leute, die sich eigentlich vorher gar nicht kannten und auch keine Familie sind, sich zusammen eine Wohnung teilen. In Japan ist das nicht so beliebt. Meistens leben die jungen Leute während ihres Studiums bei ihren Eltern und sie ziehen erst bei den Eltern aus, wenn sie heiraten. In Deutschland wollen viele junge Leute mit 18 oder 19 gerne in einer eigenen Wohnung wohnen, aber sie haben noch gar nicht genug Geld, um das zu bezahlen. Wenn sie jetzt aber 2 oder 3 oder 4 andere junge Leute finden, die auch gerne in einer Wohnung wohnen möchten, dann können sie sich zusammen die Miete, also das Geld für die Wohnung, teilen. So können diese jungen Leute oft in einer sehr großen Wohnung, manchmal sogar in einem Haus leben, obwohl sie noch gar nicht viel Geld verdienen, weil sie die Kosten für das Haus teilen. Und das funktioniert so: Jeder dieser Leute hat ein eigenes Zimmer und die Küche und das Bad und manchmal auch ein Wohnzimmer teilen sie sich zusammen. So eine Wohngemeinschaft hat viele Vorteile, aber auch manchmal ein paar Nachteile. Zum Beispiel sieht das ganz oft so aus: In der großen Küche ist ein Tisch und die jungen Leute sitzen zusammen und essen zusammen, frühstücken, kochen zusammen. Manchmal machen sie auch zusammen Aktivitäten oder sie lernen zusammen für die Uni. Also sie sind in guten Zeiten und in schlechten Zeiten zusammen. Das kann sehr angenehm sein, aber es gibt natürlich auch manchmal Streit. Zum Beispiel, wer macht die Küche sauber, wer macht das Bad sauber. Inzwischen gibt es so viele verschiedene WGs, zum Beispiel Männer-WGs, Frauen-WGs, Rentner-WGs, Multikulti-WGs, ganz viele unterschiedliche. Und für alte Menschen ist das besonders attraktiv, wenn sie zusammenwohnen, weil sie sich dann gegenseitig helfen können. Sie können gegenseitig einkaufen gehen, sie können zusammen zum Arzt gehen. Also es ist sozusagen eine Unterstützung für ältere Leute, die nicht einsam und alleine wohnen wollen und gerne mal mit anderen älteren Leuten zusammen Spiele spielen wollen oder Fernsehen schauen wollen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann auch beliebt wird in Japan. Erzählt mir das doch mal, wann es die erste WG dann auch in Japan gibt. Das war der Ecom-Videocast für Juni. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, diesen Monat wird es wahrscheinlich etwas mehr regnen als sonst, aber ihr solltet euch davon nicht entmutigen lassen, sondern es positiv sehen. Wenn draußen schlechtes Wetter ist und es viel regnet, ist es doch eine gute Gelegenheit, mal zu Hause zu bleiben und wieder die Deutsch-Grammatikbücher aufzuschlagen und Vokabeln zu lernen. Was denkt ihr? Lasst euch nicht entmutigen. Wir sehen uns im nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.